Hier sind wir wieder. Nächste Folge Hip-Hop Digger. Ich habe heute was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar American Me. Das Solo-Debüt von CL Smooth, dem MC des berühmten New Yorker Duos Pete Rock und CL Smooth. Gleich was ausgefallen ist. Ja, und die Frage ist, kann ein MC über 10 Jahre, genau ziemlich 12 Jahre nach der Trennung eines solchen einflussreichen Duos als Solo-MC was reißen? Ja, 12 Jahre. Leute, das ist eine Ewigkeit. Also kann er noch an früher anknüpfen, ohne Pete Rock? Und vor allen Dingen wird er dem Erbe gerecht. Die Trennung von Pete Rock und CL Smooth im Jahre 1994 war eines für mich der großen negativen Ereignisse der 90er Jahre oder dieser Zeit. Ihr zweites Album The Main Ingredient war ein kommerzieller Misserfolg, könnte man so sagen. Auch persönlich gab es Differenzen auf persönlicher Ebene zwischen den beiden, wie es leider öfters so ist. Ein bisschen ähnlich wie bei Gang Starr, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, so kam es dann zum Split. Beide gingen getrennte Wege, und während Pete Rock eigentlich gleich weitergemacht hat, seinen Faden zu spinnen, sich zeitgenössische angesagte MCs zu schnappen und auch recht bald mit dem Album rauskam, wurde es ziemlich still um CL Smooth. Er hat ein paar 12 Inches rausgebracht über die Jahre, aber irgendwie war er doch aus dem Fokus geraten. 2006 war es dann eben endlich soweit und ein Soloalbum stand an. Ja, die Erwartungen waren klar, aber 12 Jahre sind eben nicht nur im Hip-Hop, aber eben speziell dort eine Ewigkeit. Vor allen Dingen war es das zu dieser Zeit so, Hip-Hop hat sich massiv verändert. Der Sound hat sich verändert, die Atmosphäre hat sich verändert, die Attitüde hat sich verändert. Und natürlich auch die Labels haben ganz andere Ansprüche bekommen über die Jahre, was künstlerischen und vor allen Dingen kommerziellen Erfolg angeht. Eine Menge Druck, würde ich sagen, für jemanden, der so lange kein Album vorgelegt hat, weil eine 12-Inch präsentieren ist eine Sache, vor allen Dingen, wenn man das noch mit einem anderen Künstler macht, aber dann ein Album, wo ein ganzes Konzept dahinter steht und wo man eben auch auf 50, 60 Minuten bestehen muss. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Um das nochmal richtig einzuordnen, gehen wir einfach nochmal zurück in die 90er Jahre, in die frühen 90er Jahre zum erwähnten Duo Pete Rock und CL Smooth. Die beiden haben Geschichte geschrieben damals. Sie sind verantwortlich für einige der wärmsten, musikalischsten und gleichzeitig auch von Inhalt geprägten Songs jener Ära, die wir heute als Golden Age bezeichnen. Ja, und dann kam es eben für mich relativ unerwartet zu diesem Split. Aber um den Bogen zu heute zu spannen, genau das macht eben dieses Album so interessant. Denn American Me ist für mich nicht nur ein Soloalbum, sondern es ist ein Statement. Gleichzeitig aber auch bleibt die Frage, ist es ein starkes Comeback oder ein Echo aus der Vergangenheit? Denn ich habe American Me damals ziemlich gern gehört, mehrfach aufgelegt, dann eben beiseite gestellt, ja, und seitdem eigentlich auch nie wieder angefasst. Das ist sehr merkwürdig, aber ich freue mich auch drauf, was wir gleich machen werden, nämlich gemeinsam reinhören. Wobei natürlich auch hier wieder zu erwähnen ist, Copyright-mäßig wird nicht viel gehen an Soundclips, aber ich werde trotzdem versuchen, einen Eindruck zu geben. Dann würde ich sagen, dann war's das an dieser Stelle und wir sehen uns gleich. Ich mache wieder die Musik, die im Hintergrund läuft, aus und ja. So, da bin ich wieder. Der Eindruck noch ganz frisch. Ich sag, sehr schön, das mal wieder gehört zu haben. Ungefiltert, mein erster Eindruck. Mit heutigen Ohren. Ist nicht ganz unproblematisch, aber der Reihe nach.
Die im folgenden Video eingebetteten Soundclips sind sehr kurz, aber ihr wisst, leider geht das nicht anders. Das Urheberrecht. Man kann eben nicht alles haben. Zumindest nicht auf einmal. So, aber jetzt. Das Ding läuft fast 55 Minuten, aufgeteilt auf 12 ausgewachsene Songs. Ein paar Skits sind dazwischen, inklusive Intro und Outro. Also eine saubere Lauflänge für eine Doppel-LP. Schaut man auf die Produzentenliste, springt einem vor allem ein Name sofort an, nämlich Pete Rock. It's a Love Thing heißt diese Auflage und wirkt schon als Titel wie eine Wiederaufnahme alter Muster. Es erinnert mich an Lots of Lovin' oder I Got a Love vom zweiten Album. Und so hört sich auch dieses Stück irgendwie vertraut an. Genau die Energie, die man erwarten würde. Klassisch und entspannt. Fließt es dahin. Es wirkt fast heimelig. Gefällig, würde ich sagen. Und sauber. CL muss nichts beweisen. Und das merkt man. Er macht seinem Namen alle Ehre. Er wird geerdet. Mühelos, aber vielleicht auch eine Spur zu komfortabel. Gerade wenn es sich quasi um eine One-Track-Reunion handelt, hätte man vielleicht was anderes erwartet, oder? Fehlt da ein bisschen, wie soll ich sagen, Reibung? Und Pete Rock selber gibt hier den frühen Puff Daddy, würde ich sagen. Man kennt das von ihm. Er bleibt im Hintergrund, rappt hier Gott sei Dank nicht selber mit. Er ist nicht der beste MC meiner Meinung nach. Er spielt ein paar U's, A's zwischendurch und I Got Your Back. Nun, gut. Jedenfalls erschien das Stück original schon 2 Jahre zuvor auf Pete Rocks eigenem Album Soul Survivor. Soul Survivor 2 war es, genau. Soul Survivor 2. Was ja eventuell auch schon was aussagt, ein bisschen kritikwürdig ist, da das Stück im Rahmen eines neuen Albums einfach nochmal so draufgepackt wird. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt es, als hätte man das aus einer Art Pflichtbewusstsein oder aus Credibility-Gründen hier raufgepackt. Naja. Ja, ansonsten liest sich die Produzentenliste erstaunlich, wie soll ich sagen, KG, der DJ von Naughty by Nature, ist noch genau ein für mich bekannter Name. Mit dem Rest der beteiligten Personen kann ich ehrlicherweise nichts darüber hinaus anfangen, was schon etwas überraschend ist hinsichtlich der historischen Reputation von Pete Rock und CL. Aber was sind schon Namen? Was zählt? Ist Leistung, oder? Ja, das Album startet jedenfalls zünftig. Nach einem eigentlich als eigener kurzer Track funktionierenden Intro kommt dann das Titelstück. Und hier merkt man direkt, CL kommt nicht zurück, um Trends zu jagen. Das ist ausdrücklich gut gemeint. Und so habe ich mich damals auch ziemlich gefreut über das Album, habe es ziemlich willkommen geheißen. Der Sound wirkt, wie gesagt, heimelig, fast schon retro, würde ich sagen, für 2006. Aber eben genau dadurch auch zeitlos. CL wirkt angenehm ruhig, kontrolliert, mit selbstbewusster Stimme, fast schon reflektierend, über Identität, Erfolg, Herkunft und die Realität als schwarzer Mann in Amerika. Pendel zwischen Stolz und Kritik am System. Themen, die hier weite Teile prägen. Musikalisch kommt es sehr geschmackvoll. Ich mag auch den halb gerappten, halb gesungenen Chorus, typisch CL Smooth. Und ich würde sagen, ein starker, energiegeladener Opener und gleich auch ein Höhepunkt des Albums. Ja, danach kann CL eben nicht ändern. Er kann halt nichts dafür. I can't help it heißt das Ding. Der Beat wirkt zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen.
aber die elegante Technik von CL und der tiefgründige, gut gereifte Text bringen ihn dann doch recht schnell zum Rollen. Bisschen mehr Abtempo das Ding, aber nicht gehetzt. Ja, gut. Geschickt wird dann erstmal das Tempo zurückgefahren. KG, der erwähnte KG, hat hier ein Beat konstruiert, der auch gut in das Öwe von Naughty by Nature passen würde. Soulig, weicher Chorus, nicht ganz so mein Ding, aber CL trägt der einen deutlich positiveren Vibe vor. Natürlich passt es im Endeffekt alles gut zusammen und etwas Luft holen ist ja auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Denn dann kommt er. Mein persönlicher Liebling des Albums, CL Unplugged. Im Grunde eine sehr persönliche Selbstreflexion, ein Blick hinter die Fassade des Mannes CL Smooth. Im Vergleich zu den anderen Songs wirkt er dann auch intimer und roh, daher wohl auch der Titel Unplugged. Dabei schwingt oft ein Gefühl von Reife und Nachdenklichkeit mit. Auch musikalisch ist das Ding hervorragend. Allein schon dieses klimpernde, perlende Sample, die weiche Gitarre, CLs geradezu ausladende Stimme, der wieder so typisch gerappte Chorus, alles wie aus einem Guss. Das ist intelligenter Hip-Hop, ohne Angeberei. Mit dem nächsten Stück dann Gorilla Pimpin' wird's hingegen überraschend kantig, auch inhaltlich roher. Es geht um Manipulation, Macht durch Sprache und verpackt in eine durchaus provokante Metapher, würde ich sagen. Musikalisch ist es nochmal eine gute Produktion von KG. Ja, solide. The Impossible wagt sich dann wohl am deutlichsten raus. Überraschend hart im sonstigen homogenen Fluss des Albums. Inhaltlich wird es dann noch interessanter. Man merkt, dass CL wirklich noch was zu sagen hat und nicht nur gut klingen möchte. Wobei es auch gut klingt. Und das ist einer der Momente, wo das Album wirklich gut greift. Und es fühlt sich auch wie Mehrwert an. Noch ein Highlight. Leider geht wirklich nicht jede Rechnung auf, muss man sagen. Warm Outside zum Beispiel überspannt den Bogen der Entspannung und Sorglosigkeit dann doch etwas und wirkt, ja, wie fast ein banaler Filler, den man sich hätte wirklich sparen können. Inhaltlich wie auch musikalisch ist es leider ziemlich unspektakulär. Er macht nicht wütend, tut keinem weh, aber enttäuscht. Da hätte man sich wirklich entweder mehr erwartet oder einfach so einen Song, den man sich hätte klemmen können. Ich hatte das schon mal erwähnt. Es muss nicht immer ein Doppelalbum sein. Es reicht manchmal auch ein einfaches Album. Kürzere Laufzeit und dafür alles ein bisschen komprimierter. Ja, ist halt so. Trotzdem ist das Stück als Single ausgekoppelt worden. Okay. Als B-Seite ist dann immerhin I Can't Help It draufgepackt worden. Was, wenn man sich das so überlegt, als Kombination wirklich eigenartig ist. Wirklich eigenartig zusammengebaut, oder? Ein eher banales Stück und auf der B-Seite I Can't Help It. Die letzte Seite des Albums beginnt dann mit einem handfesten Bob Marley-Klang. Ich glaube Exodus ist das. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube es ist Exodus. Und hangelt sich in The Stroll. Musikalisch ist das eher mäßig gelungen. Es verströmt selber eine gewisse Reggae-Atmosphäre. Immerhin ist es kein echter Stilbruch. Inhaltlich eine weitere Selbstreflexion, zurückgelehnt, beobachtend, der Name ist Programm und CL als MC rettet hier wieder mal einiges. Im ausgewiesenen Outro versucht sich der Mann dann sogar noch in Double-Time-Rapping und Versuch ist hier genau das richtige Wort, denn mir hat es wirklich nichts gegeben. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass das ohnehin nur bei ganz wenigen MCs funktioniert. Dankenswerterweise bleibt es dann auch ein kurzes Intermezzo
was vielleicht auch so gedacht gewesen ist. Also eher eine Spiegelung als eine wirkliche Teilnahme am Trend. Und so gesehen ist es dann vielleicht auch keine schlechte Idee, das einfach mal in der Form einzubauen. Mit dem breit angelegten All We Ever Know und dem nochmals recht wütenden Heaven is Watching You kommt das Album aber dann doch zu einem guten Abschluss und ja, damit sind wir dann auch durch. Nur nochmal zurück zur Ausgangsfrage, reicht das? Das entscheidet natürlich jeder für sich selbst. Für mich ist das sogenanntes Comfort Food, im besten Sinn altmodisch, aber ich verstehe auch jede Kritik an dem Album und dass es auch allgemein unter dem Radar blieb, vor allem international. Inhaltlich und auch stilistisch reißt CL wirklich keine Bäume aus. Weitere Double-Time-Versuche möchte ich von ihm aber wirklich nicht hören. Er bewegt sich jedoch stets elegant und wendig zwischen persönlicher Selbstinszenierung, politischem Kommentar und Gesellschaftskritik. Ein Jahr später kam dann noch ein Soloalbum von ihm, dem Vernehmen nach eher ein Mixtape, ein paar Remixe, Live-Mitschnitte, bisschen neues Material. Ja, das sollte ich dann wahrscheinlich mal irgendwann nachholen. Als Fazit steht für mich, American Me ist kein schlechtes Album, wirklich nicht. Es ist ziemlich konstant im Sound, wirkt eher kontemplativ, es gibt kaum Brüche, aber eben auch wirklich kein wirkliches Risiko. Das macht es einerseits sehr rund, aber andererseits fehlt auch etwas Spannung, Unruhe und auch sowas wie echte Dynamik. Was man auf jeden Fall vergeblich sucht, wenn man das sucht, sind Aggression, Gangster-Attitüden, Battle-Texte und Großspurigkeit. Denn selbst wenn CL nach hinten verweist und sich in den Vordergrund stellt, bleibt das angemessen und bodenständig. Man ist mit 26 halt ein anderer Mensch als mit 40 und CL war hier, ich glaube, ich rechne 38, also so auf die 40 zugehend. Da ist man einfach ein anderer Mensch und ja, das merkt man dem Album auch an. Positiv gesehen. Sein Gespür für entspannte Atmosphäre ist jedenfalls ungebrochen, aber es fehlt eben auch öfters etwas an Hunger nach Innovation, würde ich sagen. Nein, nicht wieder das Double-Time-Rapping, bitte. Weiß man es zu schätzen und lässt sich auf den Habitus und die Introspektionen ein, erlebt man immer wieder feine und illustre Momente. Inhaltlich und auch musikalisch hat das Ding nämlich definitiv seine Höhepunkte. Aber es ist eben weniger ein Comeback mit Ausrufezeichen, sondern insgesamt mehr ein sehr solides und nostalgisch gefärbtes Lebenszeichen. Eigentlich ein Wohlfühlalbum. Ich liebe einfach CLs Stimme und seinen Stick, würde ich es mal nennen. Er bleibt sich komplett treu. Und das ist seine größte Stärke, aber eben vielleicht auch seine größte Schwäche. Die Beats sind warm, voller Seele, entspannt und genau das, was man erwarten würde. Aber vielleicht ist eben genau das Problem. Nicht alles ist prägnant und hat genug Charakter und Substanz, um hängen zu bleiben. Ja, ihr merkt, ich bin hin und her gerissen. Also auch wenn American Me als Summe nicht ganz an die Klassiker von Pete Rock und CL Smooth herankommt, dafür sind es halt Klassiker, zeigt es trotzdem, warum CL Smooth leider einer der unterschätztesten MCs überhaupt ist. Das ist mein Statement. Und genau deshalb lohnt es sich darüber zu sprechen. Ich bin hier bei eigentlich 6,75, aber für CL würde ich es auf eine glatte 7 hochschrauben. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Mich würde echt interessieren, wie ihr das seht. Wollt ihr mehr solche Reviews zu unterschätzten Hip-Hop-Alben hören? Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, Daumen hoch und natürlich ein Abo. So, das war's für heute. Ich sag,
Liebe geht raus und bis bald.